Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Wir haben vor ein paar Tagen Besuch bekommen und der Bernd und die Anita haben mir diese ganz tollen Avocados hier dagelassen. Und aus den beiden wollte ich jetzt heute mal Avocados, also Avocado-Schoko-Brownies für euch machen. Und wir gucken einfach mal, was wir dafür brauchen. Zum einen halt natürlich Avocados, dann 55 Gramm gesüßtes Kakaopulver, dann müsst ihr entscheiden, ob gesüßt oder ungesüßt, 1 Teelöffel Backpulver, 200 Gramm Schokolade, die wird geschmolzen, also wir haben jetzt hier halt die Drops genommen, eine Packung Vanillezucker oder 8 Gramm, 140 Gramm Zucker und 4 Eier. Und ich habe mir das Wasserbad schon mal heiß gemacht. Wasserbad hier, den Topf mit Wasser, da tun wir schon mal die Schokolade rein. Ihr könnt auch eigentlich jetzt schon mal den Backofen auf 175 Grad Ober-Unterhitze vorheizen, weil das geht recht schnell hier. Die Form brauchen wir auch gleich noch. Das ist ganz normale Auflaufform mit Backpapier ausgelegt. Während das jetzt schmilzt, können wir uns schon mal hier den Teig vorbereiten. Dazu müssen wir einmal die Avocados schälen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht allzu oft mit Avocados gearbeitet. Die höhlen wir uns jetzt nämlich aus. Das ist wie Kiwi essen. So, jetzt einmal den Kern hier rausnehmen. Mache ich auch mal ein Experiment raus, ob ich den angepflanzt kriege. Wahrscheinlich nicht. Ach, den Herd dann nochmal anmachen ein bisschen. Jetzt haben wir die beiden Avocados hier drin. Da tun wir dann die Eier drauf. Mit dem Zucker und dem Vanillezucker. Und das pürieren wir jetzt. Ihr könnt euch selbstverständlich natürlich auch da noch Nüsse oder andere Schokosorten oder irgendwas reintun. Das müsst ihr entscheiden. Ich habe das jetzt so gut es mit dem Stabmixer ging püriert. Wer es noch feiner haben möchte, muss entweder länger noch machen oder mit so einem Standmixer heißen, glaube ich. Ich weiß nur das spanische Wort. Das damit mal versuchen. Bei mir reicht das. Das sieht dann nachher aus, also man sieht die Stückchen teilweise noch so kleine. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Das sieht so ein bisschen aus wie Schokolade und das schmeckt. So, gucken wir einmal nach der Schokolade. Ja, noch nicht ganz, aber ist auf einem guten Weg. Einmal ein bisschen Deckel drauf. Jetzt können wir uns schon mal das Kakaopulver nehmen und das Backpulver da einmischen. Ich habe mal mit dem Messer. Und können das unter die Avocado-Creme schon mal runtermischen. Rühren. Jetzt seht ihr teilweise auch schon so die kleinen Stückchen noch von der Avocado. Aber mich stört das nicht. Ich finde das eigentlich gut. Ich hätte auch nie gedacht, dass sich sowas verträgt. So Gemüse und Süßes. Man kennt auch diese Chili-Schoko-Schokolade. Habe ich auch noch nie probiert. Will ich auch eigentlich nicht. Die Schokolade müsste eigentlich, ja, geschmolzen sein. Ohne zu verbrennen.
es geht auch. Gucken, wie lange. Genau, die tun wir jetzt einfach da rein. Ihr könnt auch einen Lappen nehmen. Ihr solltet einen Lappen nehmen. Mir ist gerade auf die Schnelle kein Griff bereit. Ich wollte nicht wieder das Video stören. So. Jetzt einfach den Löffel befreien. Ihr könnt das auch mit dem Löffel rühren und den Teigschaber befreien. Und das jetzt auch noch unterrühren. Oh, Schokobombe. Und ich weiß ja, wie geil das schmeckt. Wir haben jetzt leider momentan keine geschälten Erdnüsse, sonst hätte ich da nur Erdnüsse reingetan. Also könnt ihr auch machen. So, jetzt nehme ich mir den Teig und kippe den einfach in die Form. Ich sag mal einfach. Weil es ist ja einfach. Man darf sich nur nicht so anstellen wie ich. Zieht euch das so ein bisschen gerade. Ja, man kann jetzt auch normales Backpapier nehmen, aber ich habe halt das jetzt und das schneide ich nicht zu. Und dann kommt das jetzt für 20 bis 30 Minuten in den Backofen. Ihr solltet es nicht zu lange reinmachen, weil dann wird das trocken, oder werden die Brownies trocken. Am besten mit so einer Stäbchenprobe gucken, ob der Teig gut ist. Wenn ihr reinstecht und das bleibt ein bisschen hängen, ist nicht schlimm, aber wenn das flüssig ist, dann braucht er noch. Aber im Regelfall nie länger als eine halbe Stunde. Ja, der ist zwar noch ein bisschen weich, aber der muss halt nachhärten. Auskühlen auf jeden Fall. Und der darf nicht richtig trocken sein, weil dann sind das keine guten Brownies. Und dann tue ich den jetzt erstmal im Backofen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn die ausgekühlt sind. Unsere Brownies sind fertig. Ich habe die nur ein bisschen kurz abkühlen lassen. Okay. Damit ich die rauskriege. Guckt euch den Riesenbrownie mal an. Ja, wie kriegt man das jetzt darunter weg? So. Hi. Ja. Dieser Riesenbrownie war jetzt bei uns 30 Minuten im Backofen. Ich glaube, ich bewege den erstmal nicht mehr. Der musste nämlich nur auskühlen. Man soll die aber jetzt schon schneiden und dann auskühlen lassen. Dann machen wir das mal. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch nicht allzu oft Brownies gemacht. Und Avocado-Brownies schon gar nicht. Genau, stimmt. Und Avocado-Brownies schon gar nicht. Aber ich weiß ja, wie geil die schmecken. Ich mache die Stücke extra relativ klein, weil die sind mega mächtig. Jetzt zeige ich euch einmal eins, aber wie gesagt, das muss noch auskühlen. Boah, guck mal, wie saftig das ist. Und heiß. Deswegen nehme ich mir jetzt mal hier die Ecke einmal. Ich würde es an eurer Stelle noch ein bisschen auskühlen lassen. Richtig geil. Richtig, richtig geil.
Ich liebe das, wenn die so richtig geil saftig sind. Die härten jetzt natürlich durch das Auskühlen noch ein bisschen nach. Wenn ihr die so haben wollt, quasi nach dem Auskühlen, tut die in eine Box. Wenn ihr die euch ein bisschen, wenn ihr die ein bisschen trockener haben möchtet, lasst sie ruhig ein bisschen noch draußen liegen. Nur ich würde es nicht zu lange machen, weil dann werden die komplett trocken und das dürfen Brownies nicht sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!